Wie bremst man richtig mit dem Motorrad auf der Rennstrecke? Bleibt jetzt dran, um genau das zu erfahren. Herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Hobby Racer Kanal. Heute mit dem Tipps und Tricks Video zum richtigen Bremsen mit dem Motorrad auf der Rennstrecke. Viel Spaß dabei! Jo, also wie ihr schon mitgekriegt habt, gibt es wahrscheinlich sehr verschiedene Bremstechniken. Da hat jeder eine unterschiedliche. Es gibt allein schon Unterschiede von Toprak zu Johnny Ray. Da sieht man schon viel Unterschiede. Und ja, jeder hat so seinen eigenen Stil, wie er sich wohlfühlt. Und das ist auch genau der erste Punkt, was wichtig ist beim Bremsen. Man muss sich immer wohlfühlen. Aber fangen wir mal vorne an. Erstmal geht es darum los, mit wie viel Finger bremse ich eigentlich. Da gibt es verschiedene Varianten, auch hier wieder, je nachdem wie wohl man sich fühlt. Manche bremsen mit 4 Fingern, manche bremsen mit 3 Fingern, manche bremsen mit 2 Fingern, manche bremsen mit einem Finger, manche bremsen mit den hinteren 3 Fingern und halten einen vorne am Gas fest. Ich meine, Cal Crutchlow zum Beispiel war einer, der das so gemacht hat. Also da gibt es ganz viele verschiedene Präferenzen. Aber kommen wir mal drauf zu, wie mache ich das und wie kann ich es empfehlen, was sind meine Erfahrungen? Meiner Erfahrung nach 2 Finger. Ich bremse mit Zeigefinger und Mittelfinger, weil ich hier einfach den besten Kompromiss draus habe zwischen Bremsgefühl, Bremskraft, die ich aufbringen kann, aber auch gleichzeitig noch genug Griff und Gefühl am Gas, um hier entsprechend das Gas dann wieder aufdrehen zu können, wenn ich die Bremse dann ausgelassen habe. Das Problem ist einfach, wenn wir kommen auf die Kurve zu, wir machen das Gas zu und dann lassen wir das Gas komplett los und greifen mit 4 Fingern rein. Vielleicht viele, die von der Straße kommen, die das so kennen. Dabei haben wir zwar die meiste Bremskraft, aber auch am wenigsten Bremsgefühl, weil wir einfach die komplette Hand dafür benutzen. Außerdem haben wir keine Kontrolle mehr, irgendwie das Gas zu bedienen. Deswegen meine Empfehlung, 4 Finger ist dann doch ein bisschen zu viel und zu wenig Kontrolle über Gas an sich. Das krasse Gegenteil, manche kennen es vielleicht aus der MotoGP, ist hier Einfingerbremsen. Es ist natürlich, wer das aufbringen kann, mit einem Finger genug Gefühl und Kraft aufzubringen, kein Problem, gerne weiter so machen. Wenn es gut funktioniert und man sich wohl damit fühlt, sowieso schon zweimal weitermachen damit. Aber man muss hier den Unterschied sehen, bei jetzt im besten Beispiel MotoGP, wo viele nur mit einem Finger bremsen, ist es halt so, dass die Bremse auch viel stärker, viel bissiger ist. Und die Fahrer haben da ein entsprechendes Gefühl dafür, die wissen, wie weit sie, wie fest mit dem Finger reinziehen können. Die Bremse ist immer gewartet, die Bremse ist immer frisch, die Bremse ist immer auf einem top High Level. Und das ist was man im Hobbybereich vielleicht schon mal gar nicht gewährleisten kann. Natürlich sollte man regelmäßig seine Bremsen kontrollieren, Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit tauschen. Das steht alles außer Frage, kommt in einem anderen Video mal separat. Aber es ist oft so, dass die Bremse im Hobbybereich einfach nicht so stark ist und nicht so viel Druck hat, wie es jetzt im professionellen Rennsportbereich ist. Aus dem Grund kann es sein, dass man mit einem Finger einfach nicht genug Bremsdruck und Bremskraft aufbauen kann, um die Fuhre entsprechend zum Stehen zu bringen. Ein anderer Punkt in dem Zug ist auch, dass der Bremshebel entsprechend richtig eingestellt sein muss. Auch das kommt in einem weiteren Video gerne nochmal, wenn es um Hebeleinstellungen, Rasteneinstellungen und so weiter geht. Aber ganz wichtig, der Hebel soll nicht zu nah am Gasgriff verlaufen, weil wenn ihr dann anfangt mit 2 Fingern, mit wie viel Finger auch sonst, in die Bremse reinzugreifen und die Bremse zu ziehen, ja, und bevor ihr richtig einen Bremsdruck aufbauen könnt, liegt auf einmal der Hebel an euren Fingern an und es geht nicht mehr weiter. Dann kommen natürlich wieder die großen Rehaugen und es könnte ein bisschen zu knapp werden. Deswegen stellt eure Hebel richtig ein, wartet eure Bremse ordentlich, dass alles in gutem Schuss ist und ihr das ganze Geschehen ordentlich bedienen könnt. Als nächstes geht es dann darum, in die Bremsphase reinzukommen. Das heißt, wie ihr vielleicht im letzten Video schon gesehen habt, zur richtigen Sitzposition. Ich verlinke es euch gern hier oben nochmal, um richtig auf dem Motorrad zu sitzen, wenn wir die Bremsphase einleiten. Ganz grob erklärt, es ist im Beispiel einer Rechtskurve, sitzt ihr schon mit der Arschbacke von der Geraden kommend auf der rechten Seite. Das heißt, ihr müsst euch nicht erst umsetzen, wenn ihr anfangt in die Bremse zu greifen, sondern ihr seid schon auf der richtigen Seite. Dann geht's los, Bremsphase einleiten. Wir rollen das Gas zu, greifen direkt in die Bremse rein.
gehen mit dem Oberkörper hoch aus der Kanzel, um dem Wind entgegenzuwirken und einen Fallschirmeffekt zu nutzen und fangen sofort an runterzuschalten, um auch die Motorbremse zu nutzen. So ist der grobe Ablauf, aber wie genau greifen wir denn jetzt hier in die Bremse rein? Das Wichtige dabei ist, dass wir nicht wie so ein Ochse einfach blind, buff, Gas zu, buff in die Bremse rein, hacken, ohne Sinn und Verstand, weil dann hat der Reifen einfach keine Zeit, sich auf das, was passiert, vorzubereiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Vorderrad den hier macht und einfach einklappt, ist extrem hoch. Deswegen hier aufpassen und das Ganze ein bisschen bedacht und mit Gefühl machen. Natürlich läuft das alles im Millisekundenbereich ab. Aber wenn ihr in die Bremse greift, der erste Bremsbefehl ist mit Gefühl. Gebt dem Reifen eine kurze Millisekunde, sich darauf vorzubereiten, die Reifenauflagefläche beim Bremsvorgang zu vergrößern, mehr Grip auf der Bremse aufzubauen und vor allem, dass die Gabel eintauchen kann, dass der Gewichtstransfer nach vorne anfängt stattzufinden. Das Ganze initial reingreifen, vorsichtig und dann umso mehr der Reifen sich verzahnt, umso mehr Auflagefläche entsteht, umso fester könnt ihr die Bremse dann auch squeezen, also so richtig schön zudrücken, um Bremsdruck aufzubauen. Ihr seht es auch hier mal auf dem Diagramm. Im ersten Moment die Anrampung sehr hoch, sehr steil, weil ihr hier sehr fest in die Bremse greift und bis ihr beim maximalen Bremsdruck erreicht seid und ab dann, wenn ihr anfangt in die Kurve einzulenken und Schräglage aufzubauen, müssen wir anfangen die Bremse auszulassen. Das heißt, umso mehr Schräglage wir aufbauen, umso weiter wir in die Kurve reinziehen, um zum Scheitelpunkt zu kommen, umso mehr lassen wir die Bremse wieder aus. Das heißt, progressiv reingreifen, degressiv wieder auslassen. Nochmal einfach erklärt, auf der Geraden haben wir die größtmögliche Reifenauflagefläche, das heißt, hier ist es am sichersten zu bremsen, deswegen können wir hier am festesten bremsen. Meiste Bremsdruck, meiste Bremskraft. Dann bauen wir Schräglage auf, lenken auf der Bremse in die Kurve rein. Wir wollen so weit wie möglich den Bremsvorgang ins Kurveninnere Richtung Scheitelpunkt ziehen, verlieren dadurch durch die Schräglage aber Reifenauflagefläche, müssen die Bremse zum Kurveninneren dann langsam auslassen, um hier die Sturzgefahr zu vermeiden. Es bringt natürlich auch nichts, wenn wir in die Kurve reinbremsen und merken, okay, wir sind immer noch zu schnell und ziehen nochmal fester an der Bremse. Ja, was passiert dann? Die Auflagefläche ist zu gering, der Bremsdruck zu hoch, der Reifen kann es nicht verarbeiten und schmiert auch weg. Heißt Vorderrad, Rutscher und dann liegen wir auch auf der Nase, was wir natürlich vermeiden wollen. Im besten Fall haben wir es dann so geschafft, dass wir, bis wir an den Scheitelpunkt drankommen, die Bremse geöffnet haben und ohne große Stützgas oder Rollphase direkt wieder Gas anlegen können, für Richtung Kurvenausgang zu kommen. In dem Fall haben wir dann alles richtig gemacht, ohne groß Zeit zu verschwenden, wo wir Stützgas halten oder einfach nur vor uns hinrollen oder noch schlimmer gemerkt haben, dass wir im Kurveninneren viel zu langsam geworden sind und dann schon anfangen Gas zu geben und dann immer so ein Auf zu haben, dass das Ding wie so ein Schaukelpferd am Wippen ist. Wir transferieren während der Kurvenfahrt dadurch ständig Gewicht nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Das Motorrad wippt vor sich hin. Es ist schwerer, die Kurve zu treffen, die Linie zu halten und natürlich ist die Sturzgefahr viel höher, wenn wir ständig Gas zu, auf, zu oder auch noch mit der Bremse hin und her eiern. Das ist nichts. Also im Vorfeld lieber klaren Befehl reingeben. Okay, so fange ich an, in die Kurve reinzubremsen, ziehe durch, öffne zum Kurveninneren die Bremse wieder auf und lege dann wieder Gas an, für raus zu beschleunigen. Alles in einem ruhigen Ablauf, ohne ständige Wechsel und irgendwelche Druckspitzen im Motorrad zu erzeugen. Hier ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied vom Straßenfahren zum Rennstreckefahren. Viele von euch kennen es vielleicht noch aus der Fahrschule, da hat man immer beigebracht gekriegt, vor der Kurve mit allem abgeschlossen sein. Das heißt, man muss vor der Kurve schon den richtigen Gang eingelegt haben, man muss schon auf die richtige Geschwindigkeit runtergebremst haben, um dann die Kurve durchzurollen oder mit gleichmäßigem Gas durchzufahren und dann nach der Kurve wieder raus zu beschleunigen. Auf der Rennstrecke ist es was anderes. Wir wollen hier, so weit wie es geht, in die Kurve reinbremsen. Ich zeige es euch hier mal auf dem Diagramm. Es gibt wesentlich zwei verschiedene Arten, Kurven zu fahren. Da gibt es den Unterschied vom sogenannten U-Fahren und V-Fahren. Beim U-Fahren, das ist genau das Klassische, wie man es so von der Straße her kennt. Man kommt auf die Kurve zugefahren, hämmert in die Bremse rein, verzögert so lange wie möglich, bis man eine Geschwindigkeit hat, bei der man sich wohlfühlt, fährt dann in die Kurve rein zum Scheitelpunkt
und ab hier ist man nur am Durchrollen in derselben gleichen Geschwindigkeit die ganze Kurve über. Oder am Stützgas halten und fährt dann den kompletten Scheitelpunkt an der Kurve entlang. Kann ewig lang das Gas noch nicht aufdrehen, weil man einfach mit dem Motorrad noch nicht richtig gerade Richtung Kurvenausgang steht und muss warten. Das kostet alles Zeit, bis man dann so weit ist, dass man endlich Richtung Kurvenausgang guckt und Gas wieder aufdrehen kann zum Rausbeschleunigen. Wir wollen mehr das V-Fahren fokussieren, und zwar fahren wir genauso auf die Kurve zu, bremsen vielleicht am gleichen Punkt, vielleicht einen Tacken später, bremsen hart rein, aber lassen nicht vor der Kurve die Bremse aus, sondern gehen mit der Schräglage, wie ich es bereits erklärt habe, in die Kurve rein und halten bis zum Scheitelpunkt. Dabei ziehen wir die Kurve V-förmig, dass wir vielleicht in der Kurve 2 Scheitelpunkte haben, einen eingehenden und einen ausgehenden, um das V besser fahren zu können. Das heißt, wir treffen den ersten Scheitelpunkt auf der Kurve, ziehen dann weit, lassen hier die Bremse dann im besten Fall aus, legen das Motorrad spitz um und stehen dann schon wieder Richtung Kurvenausgang gerichtet, sodass wir mit Gas aus der Kurve raus beschleunigen können. So haben wir gewährleistet, dass wir weniger Zeit verlieren, weil wir länger in die Kurve reinbremsen können und viel weiter verzögern, sind dann am Scheitelpunkt oder am Umlegepunkt, nenne ich es jetzt mal, vielleicht genauso schnell wie der Straßenfahrer oder der langsame Amateurfahrer oder vielleicht sogar etwas langsamer an der Umlegestelle, haben dann das Motorrad aber schon aufgerichtet. Es zeigt richtig rum Richtung Kurvenausgang und wir können beim Rausbeschleunigen mit Gas das Motorrad von uns wegdrücken und schneller wieder rausbeschleunigen. Hier haben wir dann vermieden, dass wir lange Rollphasen haben. Wir haben weiter in die Kurve reingebremst und wir können schneller und härter wieder ans Gas gehen, was uns in der Summe viel Zeit bringt. In dem Zug noch ein kleiner Bonustipp. Das Motorrad und die Motorradreifen können in den meisten Fällen viel mehr, als man denkt. Wir Hobbyfahrer, wir nutzen das im normalen Bereich niemals so weit aus, dass der Reifen an seinem Limit ist. Was wir als Hobbyfahrer oft machen, ist falsche Bedienung und dadurch schießen wir in kurzen Momenten über das Limit von dem Reifen raus. Das mag sein. In den Momenten ist es dann auch so, dass der Hobbyfahrer dann stürzt, weil er einfach durch falsche Bedienung, wie jetzt zum Beispiel das Hin- und Herwippen oder in zu tiefer Schräglage nochmal zu fest in die Bremse reingreifen. In den Fällen überfordern wir das Motorrad oder beziehungsweise den Reifen und dann liegen wir auf der Nase. Aber im Normalfall, bei richtiger Bedienung, können sowohl Motorrad als auch Reifen wesentlich mehr, als wir denken, dass es kann. Hier kommt also auch der Bonustipp zum Tragen, wenn wir mal wirklich eine Schrecksekunde haben, wenn wir auf eine Kurve zuhämmern und in die Bremse reingreifen und denken, oh Gott, das war viel zu spät und das geht sich nicht aus und jetzt muss ich geradeaus gehen oder ich lande in der Bande oder fahre ins Kies oder sonst was und dann noch irgendwelche Situationen erzeugen, die noch gefährlicher sind. In dem Fall müssen wir uns dazu zwingen, dass wir mit der Blickführung Richtung Kurveninneres, Richtung Scheitelpunkt gucken, auf der Bremse bleiben, so lange wie es geht, gerade bleiben, um maximale Verzögerung zu haben, runterschalten nicht vergessen, um auch die Motorbremse maximal zu nutzen und uns dann in dem Moment, wo wir denken, okay, es ist zu knapp, wir schaffen es nicht mehr, trotzdem in die Kurve reinlehnen, immer mit dem Blick da, wo wir hinwollen. Man kennt es, man hat es schon oft genug gehört, man fährt dahin, wo man hinschaut. Also gucken wir auch Richtung Kurveninneres und fangen an, in die Kurve einzulenken und dabei die Bremse aufzumachen. Wir zwingen uns, obwohl wir denken vom Kopf her, es reicht nicht, wir liegen gleich auf der Nase, zwingen wir uns trotzdem, den Ablauf genauso zu machen und in die Kurve reinzugehen, den Oberkörper neben das Motorrad zu legen, um möglichst viel Gewicht nach innen zu transferieren, den Kopf noch weiter drehen, um noch weiter in die Kurve zu gucken. Auch das bringt nochmal Gewicht ins Innere und dann zwingen wir uns einfach dazu, in die Kurve reinzugehen. Weil letzten Endes werden wir trotzdem die Kurve schaffen. Und wenn wir ein bisschen weit gehen, dann gehen wir ein bisschen weit. Das ist ja alles kein Problem. Dann sind wir in dem Moment, ist die Rundenzeit sowieso egal, dann ist drauf geschissen. Aber wir fahren trotzdem in die Kurve rein und zwingen uns dazu, das ganze Geschehen durchzuziehen. Wir gehen in die Kurve, wir ziehen es durch, wir ziehen die Blickführung durch, öffnen die Bremse mit mehr Schräglage und werden dann merken, zu 99% schaffen wir es trotzdem noch, die Kurve zu fahren, ohne uns hinzulegen.
Ganz wichtig, im Kopf dabei bleiben, konzentriert bleiben und sich selber dazu zwingen und überwinden, die Situation durchzubringen. Plus, on top kommt, falls wir es wirklich nicht schaffen sollten, falls wir wirklich viel zu schnell waren, falls wir in die Schräglage reingehen, noch viel zu schnell sind und einfach noch die Bremse nicht weit genug aufgelöst haben, was auch immer in der Situation passiert, dann kommt es zum Rutscher. Ja, das Vorderrad klappt ein und wir liegen auf der Nase, aber wir haben in dem Moment einen Lowsider übers Vorderrad. Das heißt, in dem Fall sind wir schon selber körperlich sehr weit unten, wie wenn wir von der Matratze auf den Boden fallen. Das ist vielleicht so ein Stück. Wir sind schon mit dem Körper sehr weit unten. Das heißt, wenn wir hinfallen, dann rutschen wir nur über den Asphalt, rutschen ins Gras, ins Kies. Uns selber körperlich wird dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht viel passieren. Dem Motorrad genauso. Es wird einfach nur auf der Seite schlittern und rutschen und der Schaden wird sich in Grenzen halten. Es ist wesentlich sicherer und ungefährlicher, so einen Sturz, einen Lowsider übers Vorderrad zu haben. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, die will ich nicht ausschließen, dass das Motorrad sich dann während dem Rutschen irgendwo an einem Curb aufkeilt oder dass es sich im Rasen oder irgendwo dann aufstellt, verkeilt und dadurch dann überschlägt. Mag sein, kann vorkommen, die Wahrscheinlichkeit ist dafür aber relativ gering im Vergleich zu, wenn wir jetzt auf der Geraden so hart reinhacken, aus Panik gerade gehen, das Motorrad am Schlingern ist, wir nur noch den Rehblick nach vorne haben und dann geradeaus in die Bande scheppern oder vielleicht noch in irgendeinen anderen Motorradfahrer, der an uns vorbeifahren wollte, geradeaus reinschießen oder ähnliches. Hierbei ist auch der Weg, weil wir auf dem Motorrad sitzen, auf die Nase zu fliegen, auf dem Boden, viel weiter. Das heißt, hier kommt es dann wieder dazu, dass irgendwelche Schlüsselbeinbrüche und dazu kommen, weil der Weg einfach zu fallen viel weiter ist. Also Bonustipp hier, mit aller Gewalt sich selber zwingen vom Kopf, von der Blickführung und von der Ausführung trotzdem in die Bremse reinzugreifen, trotzdem in die Kurve einzulenken und das Ganze zu versuchen durchzuziehen, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit wir trotzdem durch die Kurve durchkommen werden. Und dann werden wir im Nachhinein feststellen, oh Gott, das war vom Gefühl her sehr knapp und oh, Adrenalin und hin und her, aber wir haben vielleicht noch einen Lerneffekt dabei, dass wir es geschafft haben. Das heißt, vielleicht waren wir gar nicht viel zu schnell. Vielleicht war das nur eine Sache, die in unserem Kopf passiert, die unsere Blick und unsere Wahrnehmung einfach uns vorgegaukelt hat, weil wir die Erfahrung nicht haben, weil wir die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt haben und weil wir unser Können von uns und dem Motorrad und dem Reifen einfach falsch wahrgenommen haben. Das heißt, hier können wir vielleicht dann feststellen, zu sagen, okay, es hat ja geklappt, also kann man das die nächste Runde wieder versuchen. Vielleicht nicht in so einem extremen Ausmaß, dass es wieder zu so einer gefahren- und gefährlichen Situation kommt, aber wir können es nochmal in ähnlicher Weise ausprobieren, an einem ähnlichen Bremspunkt, ähnlich fest zu bremsen, ähnlich reinzugehen, um ein bisschen mehr Gefühl zu kriegen, um sicherer zu werden. Und am Ende haben wir damit auch noch Zeit gewonnen. Das heißt, wir haben die Gefahrensituation genutzt, um uns am Ende zu verbessern. Soweit das Bremsen an sich. Jetzt fragen sich einige, ja, du hast die ganze Zeit aber nur hier von der Vorderradbremse erzählt. Was ist denn mit der Hinterradbremse? Hinterradbremse von vornherein ist ein Sonderthema. Ich schneide es hier kurz an, damit ihr Bescheid wisst, aber es ist wirklich ein Sonderthema für erfahrenere Fahrer. Ganz einfach, auf der Rennstrecke, wir vernichten, vor allem als Hobbyfahrer, wir vernichten so viel Geschwindigkeit über das Vorderrad, über die Vorderradbremse. Die Vorderradbremse ist so groß dimensioniert, dass wir darüber alles machen können, ohne die Hinterradbremse auch nur im Kopf zu haben. Das heißt, es ist möglich, nur mit der Vorderradbremse zu fahren. Ich selbst bin bis heute immer nur mit der Vorderradbremse gefahren und will jetzt aus Eigeninteresse, weil es mich interessiert, weil ich wissen will, was funktionstechnisch dahinter steckt, will ich mir jetzt anfangen, die Hinterradbremse mit einzugewöhnen. Was sind denn die Vorteile von der Hinterradbremse? Der erste Vorteil von der Hinterradbremse ist, das Motorrad wird länger. Das heißt, die Geometrie vom Motorrad verändert sich in der Hinsicht, dass das Motorrad länger wird und wir besser den Scheitel schließen können. Wie machen Profifahrer das? Und zwar, wenn der Bremsvorgang eingeleitet wird, dass wir aus der Kanzel rausgehen, Gas schließen und der erste initiale Griff in die Bremse machen, dann wird auch kurzer Tritt in die Hinterradbremse gemacht. Natürlich alles mit Gefühl, es wird nicht einfach nur blind reingehackt, sondern ein kurzer Tritt in die Hinterradbremse, um die Verzögerung nochmal maximal zu erreichen
und das Motorrad zu lenken. Dann wird die Hinterradbremse aber wieder gelöst, weil viele in dieser Phase jetzt das Bein rausstellen zum Bremsen. Dann fangen wir an, Schräglage aufzubauen, weil wir in die Kurve einlenken. Hierbei kommt das Bein wieder auf die Raste drauf, der Fuß geht wieder auf die Raste drauf, damit wir in die Kurve einlenken können, und dann kommt der Moment. Wenn wir am Scheitelpunkt oder zum Scheitelpunkt die Vorderradbremse lösen, haben wir keine Bremskraft mehr. In dem Moment können wir aber die Hinterradbremse leicht, natürlich auch wieder nicht reinhacken, sondern leicht einschleifen, um damit nochmal einen Verzögerungsmoment zu erzeugen und das Motorrad an den Scheitelpunkt ranzuholen, um dann das Motorrad Richtung Ausgang zu drehen und besser mit Vollgas wieder raus beschleunigen zu können. Das ist der ganze Trick dabei, aber nochmal, das Ganze ist eine Geschichte, das könnt ihr, wenn ihr erfahrener seid, wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, wenn ihr das Ganze testen wollt, wenn ihr soweit mit der normalen Bremserei schon vertraut seid, dann könnt ihr das gerne ausprobieren, könnt das üben, aber es ist nicht zwingend notwendig. Viel wichtiger ist, dass ihr euch wohlfühlt beim Motorradfahren, dass ihr euch wohlfühlt beim Bremsen und einen Step nach dem anderen macht. Erst wenn das alles so weit verinnerlicht ist, dass es routinemäßig abläuft und man ein gutes Gefühl dabei hat, dann kann man versuchen, on top, weil man noch Gehirnkapazität frei hat, die Hinterradbremse mit einzubauen. So viel zum Thema richtiges Bremsen mit dem Motorrad auf der Rennstrecke. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich konnte euch hier irgendwie weiterhelfen, einen Horizont erweitern, ein bisschen was Neues zeigen. Wenn ihr weitere Tipps, Tricks, Fragen, Anregungen, Kritik und Wünsche habt, dann haut's gerne unten in die Kommentare rein. Folgt mir auf Instagram. Ihr könnt mich gerne jederzeit direkt kontaktieren. Ich lese alle Nachrichten, ich lese alle Kommentare. Ich beantworte so gut es geht die meisten Kommentare. Und wenn ein Thema groß genug ist, dass die meisten sich dafür interessieren, dann wird auch ein weiteres Video darüber folgen. Soweit bis hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein!